Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 7. Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis des Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Wir schauen mal, welche Ziele uns gestellt werden. Alle in Atlantis haben die Bedingungen der Symphonia Ithikos mit Freuden akzeptiert. Der Weg, für den wir uns entschieden haben, der Weg des Friedens und Wissens, wird gewiss dazu angetan sein, unseren Ruhm zu mehren. Auch die Götter haben sich an ihren Teil der Abmachung gehalten. Abgesehen von einigen verstreuten Ungeheuern habe ich keine über Gebühr großen Tiere mehr gesehen, seit wir den Pakt geschlossen haben. Solange wir Atlantiden diesen Pakt ehren, wird uns kein Leid geschehen. Sollten wir jedoch unser Versprechen nicht einhalten, ich mag mir den Schrecken gar nicht ausmalen, der über uns kommen würde. Doch nun wird es Zeit für dich, den Ruhm deines Großvaters Poseidon zu mehren. Du bist im Besitz des heiligen Grundsteins, den du für sein Heiligtum benötigst. Nun solltest du die Errichtung des mit Gewissheit prachtvollsten Bauwerkes überwachen, das je ein Sterblicher oder Gott zu sehen bekommen hat. Vielleicht wäre die Insel im Mittelpunkt deiner Stadt der geeignete Ort für das Heiligtum. Immerhin hat dein Großvater auf dieser Insel zum ersten Mal deine Großmutter erblickt. Bei der 7. Episode unseres Abenteuers Die Geburt von Atlantis mit dem Titel Die Zitadelle des Poseidon wird es nun ernst. Wir sollen das große Heiligtum für unseren Großvater errichten, nachdem wir nun den Grundstein für dieses Bauwerk besitzen. Ja, das ist das einzige Ziel, aber ich denke mir mal, da werden wir jede Menge Zeit benötigen und vor allem jede Menge Baumaterial und wir kehren direkt mal zurück nach Atlantis. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, weil wir in der letzten Episode unsere Kolonie Leucipium gegründet haben. Ja, nochmal kurz in den Pausenmodus einen kurzen Überblick hier. Wir haben hier unser großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen, die mit Pferdewagen jetzt hier voll entwickelt sind zu den Anwesen. Wir haben hier unser erstes Wohngebiet, haben hier das Heiligtum der Artemis und das Heiligtum der Aphrodite errichtet. Haben hier unser zweites Wohngebiet, wo wir Bronze und Orchikal abbauen. Ja, und hier haben wir das Heiligtum für Hephaistos. Ja, hier ist die kreisrunde Mitte unserer Stadt mit dem Stadtpalast und der kleinen Pyramide. Und hier, wie schon das Intro erwähnt, werden wir das große Heiligtum für Poseidon errichten. Da schauen wir mal direkt in die Bauoptionen. Und zwar hier bei Mythologie. Da können wir jetzt die Zitadelle des Poseidon errichten. 32 Marmorplatten brauchen wir dafür. Wir können auch das Orakel des Apollos und die Pforte des Hades bauen. Ja, in der 5. Episode haben wir hier in Atlantis schon den Schrein für Poseidon errichtet. Ein Bauwerk, was relativ viel schon an Ressourcen benötigte. Ja, hier haben wir unsere Fregattenhäfen und die Türme, die mit Orchikal versorgt sind und somit atlantisches Feuer entsprechend produzieren können. Eine sehr effektive Waffe, welche wir bei der Ausrottung der Zentauren angewendet haben, weswegen nun die Symphonia Ithikos in Kraft getreten ist, dass wir Atlantiden nie wieder Krieg gegen andere Völker führen. Es sei denn, diese greifen unser Land an. Hier haben wir unsere Steinmetzwerkstätten, wo wir schwarzen Marmor und Marmor produzieren. Gut, ja, dann würde ich sagen, platzieren wir die Zitadelle des Poseidon, denn Marmor haben wir jetzt genug. So, dafür werden wir mal das hier alles frei machen. Das ist ja ein großes Bauwerk, wie ich erfahren habe. Gut, dann schauen wir mal. Oh ja, ja, das ist wirklich ein großes Bauwerk. Aber wir können es sehr gut hier jetzt platzieren. Kommen wir da noch rum? Ja. Oh, das sieht super interessant aus. Okay, dann müssen wir hier noch die Straße so bauen, damit wir den Anschluss haben. Ja, wir brauchen natürlich die Kunsthandwerkergilden. Da würde ich jetzt mal 2 Stück bauen. So, was brauchen wir denn hier für die Zitadelle? Wir brauchen
231 Marmorplatten. Das ist wirklich eine Menge und 52 Ladungen Holz. Wir brauchen nur 2 Skulpturen und 16 Ladungen Orchikal. Ja, da werden wir einiges verbauen müssen. In der Zeit werden wir natürlich unsere Stadt noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Da werden schon die ersten Marmorplatten zu unserem Heiligtum gebracht. Ja, hier haben wir jetzt noch ein Feld frei. Das war für die Heldenhalle unserer Heldin Atalante bestimmt gewesen. Da werden wir mal wieder entsprechend das mit Parkanlagen füllen. Wer weiß, vielleicht müssen wir sie noch mal rufen. So, und hier haben wir auch noch ein Feld frei. Da hatten wir die Heldenhalle des Achill gebaut. Und da könnte man tatsächlich eine Pyramide noch errichten. Aber ich glaube, die kann man jetzt nicht bauen, wenn man entsprechend schon ein Heiligtum baut, oder? Oh, man kann sie tatsächlich bauen. Dann machen wir aber zurück. Das wusste ich nicht. Wie sieht der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Ja, der sieht gut aus. Ja, und wir haben ja eine Kolonie, Leucipium, und die zahlt jetzt entsprechend Tribut, nämlich 8 Bronzebarren. Die nehmen wir an. Wir können nur 4 annehmen. Okay. Ja, wir sehen, das Warenlager ist voll. Wir verkaufen zwar Bronze, aber dann doch nicht so viel. Wir gehen nochmal kurz auf die Weltkarte. Hier ist jetzt unsere Kolonie Leucipium. Kauft Marmor und Wolle bei uns und verkauft uns Bronze und Orchikal. Okay, dann haben wir die üblichen Handelspartner. Ampfer kauft Bronze und Olivenöl, verkauft Holz und Rüstung. Neusos kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft Bronze und Wolle. Euronymos kauft Orangen und Olivenöl, verkauft Weizen und Wein. Unser Handelspartner Gades kauft Fleisch und Orchikal und verkauft Marmor und schwarzen Marmor. Und wir haben einen neuen Verbündeten, Mestonia, kauft Weizen und Skulpturen, verkauft Fisch und Holz. Wir könnten jetzt Skulpturen auch verkaufen. Okay, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Wir brauchen ja sowieso Skulpturen. Bauen wir noch ein Bildhaueratelier hier auf. So, und natürlich den Handelsposten von Mestonia. Ja, den können wir hier hinbauen. Dann könnten wir Skulpturen verkaufen. Ja, die können wir jetzt erstmal verkaufen. Das dauert ja ein bisschen, bis wir hier entsprechend Skulpturen für das Heiligtum zur Verfügung stellen müssen. So, und dann bauen wir noch von unserer Kolonie den Handelsposten. Der kann dann jetzt hier hin. So, da könnten wir Wolle und Marmor verkaufen. Brauchen wir aber jetzt nicht. Allerdings möchte ich gerne ein Warenlager hier errichten. Und dieses Warenlager soll doch jetzt bitte die Skulpturen annehmen. So, dieses hier wird jetzt nur Bronze annehmen, haben wir schon eingestellt. Ja, dann haben wir das doch ganz gut so geregelt. So, damit müsste der Arbeitsmarkt wieder ganz gut aussehen. Ja. So, und ich glaube, ich werde jetzt hier noch eine kleine Siedlung aufbauen. Das ist noch ein Bereich, wo wir ein paar Wohngebäude errichten können. Einfach weil wir ja nachher dieses Heiligtum auch mit Mitarbeitern versorgen müssen. Da reicht das, glaube ich, nicht, was wir jetzt hier an Arbeitslose haben. Ja, hier haben wir jetzt unsere kleine Siedlung an den Marmorvorkommen errichtet. Architekt und Brunnen haben wir und auch schon eine Klinik. Wir können das dann hier noch ein bisschen erweitern. Wir werden diese Siedlung nicht so weit entwickeln wie die anderen Siedlungen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und wir benötigen Mitarbeiter. Okay. Oh, da haben wir irgendwo eine Rückentwicklung. So, hier sieht alles gut aus. Okay. Und hier auch. Ach, dann ist das wahrscheinlich, wo ich das neue Wohngebiet jetzt errichtet habe mit den entsprechenden Dienstleistungen.
Ja, wir bauen nochmal hier Parkanlagen auf, dann können sich nämlich diese 2 Wohngebiete hier auch entsprechend entwickeln. So, das sieht auch gut aus. So, und Leucipium schenkt uns Bronze. 32 Bronzebarren. Oh, Wahnsinn. Später. Erstmal brauchen wir hier noch ein Warenlager. So, dieses Warenlager wird Olivenöl holen. Da brauchen wir tatsächlich nur 6 Einheiten und auch Wolle. So, ja komm, dann parzellieren wir diesen Bereich hier mal fertig. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis hier entsprechend unsere neuen Bürger angekommen sind in diese kleine Siedlung hier. Ja, das habe ich vergessen. Ja, dann bauen wir nochmal ein Warenlager hier auf. Das kann noch Bronze annehmen. Ja, dann haben wir aber mehr als genug Bronze. Ich denke mir mal, wir könnten unsere Gießereien dann aufgeben. Ach, jetzt stelle ich auch fest, warum wir so viel Bronze haben. Ich habe vergessen, hier das Gewerbe wieder zu aktivieren. Oh, und wir haben relativ viel hier nicht aktiviert. Wein und Trauben haben wir nicht mehr aktiviert. Waffen brauchen wir nicht mehr. Pferde und Wagen auch nicht mehr. Okay, gut. Den Wein könnte man eigentlich auch einkaufen. Den brauchen wir ja nur für unsere gehobenen Wohnungen. Wir haben mehr als genug entsprechend an Wein. So, jetzt können wir die annehmen. Dankeschön. Und auch Orikal können wir annehmen. Nehmen wir auch an. Okay, 18 Barren konnten wir annehmen. So, wir haben hier noch genug Wein. Naja, und wenn wir entsprechend Wein brauchen, dann kaufen wir einfach welchen zu. So, mittlerweile sind auch unsere Bürger hier eingetroffen. Sehr gut. So, die Sperre muss natürlich hier hin. So. Ja, hier wird fleißig an unserem Heiligtum gebaut. Marmor an Marmor wird hier angeliefert. Dann bin ich mal gespannt, wie das Bauwerk aussieht. Ja, wir haben immer noch zu wenig Arbeiter. Da werden wir mal das Lohnniveau auf hoch stellen. Ja, und das sieht ein bisschen besser aus. Ja, und bei unserer kleinen Siedlung werden jetzt Wissenschaftler benötigt. Da reicht eine Bibliothek. Die können wir hier hinbauen. So, ja. So, und dann passt hier noch ein Wohnhaus hin. Und hier eins. Ne? Da machen wir es mal so. Und dann kommt ja noch das Steuerbüro hin und dann reicht das. Ja, und wir könnten bei Gades auch Marmor einkaufen. Warum nicht? Wir haben so viel Geld, dann geht es doch ein bisschen flotter. Ja, und mittlerweile haben wir schon 5000 Einwohner in Atlantis. Und jetzt ist hohe Arbeitslosigkeit ein Problem. Ja gut, das kann man relativ schnell lösen. Oh, wir kriegen wieder unsere Bronzebarren. So, Lohnniveau kann wieder auf normal. Ja, ich würde vorschlagen, wir könnten in der Zwischenzeit mal hier den Schrein von Poseidon ein bisschen mal einbinden. Und vor allem verschönern. So, was haben wir denn hier Schönes? Fischteiche, Steinkreise. Ja. Also wir haben hier wirklich jede Menge. Das machen wir mal so.
Ja, sehr schön. Dann könnten wir hier später nochmal eine Pyramide errichten. Wir können das ja auch nach hierhin noch erweitern. So. Ja, es ist gar nicht so einfach, mit diesen konzentrisch angelegten Landmassen hier ein Straßensystem anzulegen. So, jetzt brauchen wir wieder Mitarbeiter. Das ist ja ein Hin und Her. 66, warum? Hier sieht alles gut aus. Und hier auch. Das soll einer verstehen. So, ihr braucht Wolle. Ja, Wolle haben wir im Warenlager. Da können wir hier noch auf der Agro den Wollhändler etablieren. So, wir waren aber hier stehen geblieben. Verschönern wir das auch noch mal ein bisschen. Alleen sind immer gut. So, und ich würde ja jetzt gerne mal so ein Planetarium hier aufbauen. Das finde ich ja spannend. So. Ja, wir haben mal so ein bisschen hier experimentiert. Das sind jetzt Bäder hier. So kann man das doch erstmal lassen, oder? Ja, hier werden weiterhin Marmorplatten an Marmorplatten verbaut. So, hier könnte man, glaube ich, das auch noch mal verändern. Sehr schön. Ja, hier haben wir das Problem, dass dieses Wohngebiet ab und zu Wissenschaftler braucht. Deswegen wandern hier ganz viele aus. Das dauert nur einen kurzen Moment, dann werden sie wieder voll entwickelt wie jetzt und dann wandern jetzt diese Bürger wieder ein. Das ist sonderbar. Das ist wirklich sonderbar. Da verändert sich immer hier entsprechend unser Arbeitsmarkt. Verstehen tue ich das nicht. Es hängt wahrscheinlich mit den Kuratoren zusammen. Wie gesagt, dieses Wohngebiet hat Zugang zur Astronomie und zu den Gelehrten. Allerdings nicht zu Erfindern und auch nicht zu Kuratoren. Brauchen aber 3 verschiedene Arten von Wissenschaftlern. Das habe ich schon die ganze Zeit immer als sehr sonderbar empfunden. Es kann sein, dass wir später vielleicht doch noch hier eine Erfinderwerkstatt bauen sollten. Aber müssen wir mal schauen, damit das hier stabil bleibt. So, wir haben aber auch noch Denkmäler und wir haben die große Statue des Apolls. Wir hatten ja in der vorletzten Episode auch den Quest des Apolls gelöst. Der passt doch jetzt hier hin, oder? Wunderbar. Dann kriegt ihr auch nochmal hier Parkanlagen um seine Statue herum, so wie bei Artemis. Oh, so kann es doch bleiben, oder? Und dann machen wir hier so einen Gang aus Säulen. Das ist doch schick.
Naja, ich glaube, diese eine Säule kann hier weg. Da kann noch eine Parkanlage hin. So, und hier machen wir das auch. Bis hier und bis hier. Ja, dann könnten wir das doch hier eigentlich auch machen. Dann sieht es wenigstens gleich aus mit den Säulen. So, und hier führen wir sie einfach so rum. Und dann sollten wir es aber hier auch machen, ne? Ja, und ab und zu sollten wir mal wieder nach unseren Schafen gucken, ob da wieder einige als Opfertiere verschwunden sind. Oh ja. Ja, einige. Und bei unseren Rindern machen wir das auch. Okay, das war nicht ganz so viel. Ja, die Versorgung unseres Heiligtums mit Baumaterial läuft gut. Da kommt die nächste Ladung. Was haben wir denn jetzt mittlerweile schon verbaut? Naja, 167 Marmorplatten brauchen wir immer noch. Und es sind noch nicht mal die Hälfte fertiggestellt, nämlich 48%. Ja, und ich sehe, wir produzieren zu wenig Nahrungsmittel. So, hier haben wir Nahrungsmittel. Wir kaufen aber, glaube ich, auch Weizen ein. Ja, das sind allerdings nur 12 Einheiten. Naja, aber das sieht auch gut aus. Und schaut mal, wie viel Weizen hier noch an den Farmen vorhanden sind. Da warten unsere Karrenschieber darauf, den loszuwerden. So, und hier haben wir auch jede Menge Fleisch noch im Warenlager. Da könnten wir jetzt etwas Weizen mal einlagern, so 12 Einheiten. So, dann bauen wir hier noch das Steuerbüro auf. Oh, schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen 8 Bronzebarren von Notipium. So, wir können das Steuerbüro auch hier hinsetzen. Ach, machen wir es so. Ja, ich glaube, wir werden dieses Wohngebiet nicht weiterentwickeln. Wir haben dann, glaube ich, genug. Wir verschönern das jetzt noch mal ein bisschen. So, dann kann das tatsächlich so bleiben. Arbeitsmarkt sieht gut aus für unser Heiligtum. Ja, und dann warten wir mal, dass es hier mit unserem Bau weitergeht. Ja, und mittlerweile sind, glaube ich, alle Bodenplatten unseres Heiligtums verlegt worden. Jetzt bin ich mal gespannt, mit was weitergebaut wird. Gehen wir davon aus, dass die Tempelgebäude, es sind wahrscheinlich 2, einmal hier und einmal hier, oder ein großes Hauptgebäude. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall kommt da jede Menge Baumaterial und es gibt ein sehr, sehr süßes Detail. Und wenn ihr euch mal die Elefanten anschaut und die auf dem Elefant entsprechenden Personen, dann seht ihr, wenn der Elefant die Rücke hochgeht, fällt er fast hier vom Elefanten. Und wenn es jetzt wieder runter geht, hängt er ihm fast auf den Ohren. Das ist wirklich ein ganz, ganz süßes Detail, was ich wirklich durch Zufall dann mal entdeckt habe. Da sieht man es jetzt auch noch mal, wenn er jetzt hier die Treppe hochgeht. Ja, fällt er fast vom Elefanten runter. So, dann geht es jetzt hier in großen Schritten weiter. So, Marmor ist jetzt geliefert worden, jetzt wird das Holz geliefert. Ja, da kommt es nun.
Ah ja, das Tempelgebäude. Und da ist das zweite Tempelgebäude. Okay, also 2 Gebäude. Bin hier mal gespannt, was das hier wird. Das wird bestimmt eine große Statue des Poseidon. Ja, es ist Wahnsinn, was hier an Baumaterial verwendet und verbaut wird. Ja, und es ist wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder von Leucipium unsere 8 Bronzebarren. Die nehmen wir an. Wir schauen mal ein bisschen, ob in unserer Stadt alles in Ordnung ist. So, das sieht gut aus. So, dieses Warenlager können wir jetzt abreißen. Da hatten wir die Bronze gelagert, die wir geschenkt bekommen haben. Bronze müssten wir genug haben. Ja, das reicht für den Verkauf und auch für unsere beiden Bildhauerateliers. Ja, Wolle ist hier und Olivenöl, okay. Oh, hier sieht auch alles gut aus. Ja, und hier auch. Die Warenlager sind alle voll. Silo auch. Ja, hier sieht auch alles gut aus. Holz haben wir genug. So, und Marmor, ja, und da wird fleißig produziert. Ja, in unserer Stadt läuft alles gut. Wir können uns jetzt hier wieder auf den Bau unseres Heiligtums konzentrieren. So, das erste Tempelgebäude ist schon fertiggestellt. So, und mittlerweile ist auch das zweite Tempelgebäude fertiggestellt. Oh, ich glaube, wir brauchen jetzt Skulpturen. Hier und hier werden wohl Skulpturen gebaut. Haben wir denn jetzt welche? Oder haben wir die alle verkauft? Ja, da wird gerade eine Skulptur hoffentlich zu unserem Heiligtum gebracht. Nein, da müssen wir den Verkauf von Skulpturen mal eben stoppen. So. Sind ja nur 2. Das sollte schnell erledigt sein. So, Orikal haben wir auch mehr als genug für unser Heiligtum. Das ist auch gut. So, da kommt Marmor für die Statue des Poseidon wohl. Ja. Oh, wir kriegen ein Geschenk. Gades schenkt uns Drachmen. 823 Drachmen. Ja gut. Danke. Ja, und Ampha schenkt uns Rüstung, 11 Rüstungen. Ja, die nehmen wir mal an, brauchen wir zwar jetzt nicht unbedingt mehr. So, ja, die erste Statue des Poseidon ist errichtet, auch die erste Skulptur ist schon aufgestellt worden. Wir warten auf weitere Baumaterialien. So, da kommt die zweite Skulptur. Das heißt, wir können Skulpturen wieder verkaufen. So, dann können wir das hier schon mal wieder einstellen. Gut. Ja, dann gucken wir jetzt noch mal wieder nach unseren Schafen. Da hatten wir ja bei der letzten Episode, wo wir in Atlantis waren, das Problem, dass unsere Schafe auf einmal alle als Opfertiere verschwunden waren, wir keine Wolle mehr hatten. So, und bei den Rindern, ach, das sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, da brauchen wir überhaupt keine zu ersetzen. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit unserem Heiligtum. Da bin ich mal gespannt, was jetzt da passiert. Aha, okay. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, wir brauchen noch 71 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 16 Ladungen Orchikal. Oh, der Altar ist schon fertiggestellt worden. Das ist interessant. Das war ja eigentlich immer so der letzte Bauabschnitt von den Heiligtümern. Okay. Jetzt kommen neue Bauelemente bei den Heiligtümern und wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, Denkmäler habe ich jetzt gar keine gebaut.
In der letzten Episode dieses Abenteuers werden wir natürlich nochmal unsere Stadt richtig aufhübschen und dann werden wir alle Denkmäler entsprechend platzieren. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja, hier in dieser Ecke ist jetzt ein Marmorkern errichtet worden. Ja, und da wird auch gerade Orchikal zu unserem Heiligtum geliefert. Also ich denke mir mal, das wird tatsächlich so eine Form wie eine Pyramide. Ja, das sieht schon fast so aus. Ja, dieser Teil ist jetzt auch fertiggestellt des Heiligtums. Jetzt geht es hier um diese große Fläche. Ja, mal gespannt, was da entsprechend errichtet wird. Wir brauchen jetzt noch 44 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 8 Ladungen Orchikal. Ja, schauen wir mal wieder nach unserer Stadt. Erstmal wieder nach den Schafen gucken hier. Aber Wolle haben wir mehr als genug. Ja, und trotzdem müssen ja einige Schafe wieder entsprechend platziert werden. Silo ist hier voll. So, und hier sieht eigentlich auch alles gut aus. Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Und schon wieder ist Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Ja, hier, das sieht gut aus. Ja, unser kleines Wohngebiet sieht auch alles bestens aus. Hier wird alles gut versorgt. Ja, und da kommen auch schon die nächsten Ladungen Marmor. Aha, das sieht ja sehr interessant aus, was da gebaut wird. Ja, eben noch schnell nach dem Wein gucken hier für unsere gehobenen Wohnungen. Da haben wir noch genug, aber wir könnten noch Folgendes machen. Wir könnten hier die Mannschaft der Kriegsfregatte nach Hause schicken. So, dann haben wir jede Menge Arbeitslose. Dann können wir nämlich auch wieder das Gehöbe für Wein und für Trauben anschalten. So. So, und dann kommen die nächsten Marmorladungen. Irgendwie sehe ich unseren Kunsthandwerker nicht mehr. Muss ich das hier irgendwie drehen? Ah, da ist er. Okay. Ja, da ist er dann versteckt. Wenn wir das in dieser Position uns anschauen, oh ja, da kommt jetzt jede Menge Holz. Oh wow. Das wird aber hier eine richtig große Figur. Ja, 8 Ladungen Marmor und 8 Ladungen Orchikal und dann ist das Bauwerk fertiggestellt und damit haben wir auch dann diese Episode abgeschlossen. So, da kommen die letzten 2 Ladungen Marmor auf jeden Fall. Ja, und jetzt nur noch 8 Ladungen Orchikal. Ja, und da kommen jetzt die 2 letzten Ladungen Orchikal. Ja, und dann werden wir dieses Bauwerk, die Zitadelle des Poseidons, fertigstellen. Oh, fantastisch. Was für ein Anblick. Ja, und damit haben wir es geschafft. Poseidon erscheint schon.
Heute ist Poseidon sehr stolz auf dich und ich ebenfalls. Die Zitadelle des Poseidon ist noch schöner, als ich je zu träumen gewagt hätte. Deine Onkel haben mir alle auf die Schulter geklopft und mir versichert, dass ich dich zu einem prächtigen jungen Mann erzogen hätte und du dereinst bestimmt ein weiser Herrscher auf dem Thron von Atlantis sein wirst. Das könnte jedoch früher eintreten, als du denkst. Keine Sorge, ich stehe nicht an der Schwelle des Todes, ganz im Gegenteil sogar. Seit meinem Besuch auf dem Olymp kann ich die prachtvolle Heimat der Götter nicht mehr vergessen. Ich fragte meinen Vater im Scherz, was ich tun müsste, um selbst auf dem Olymp zu leben. Zu meiner völligen Überraschung sagte mir mein Vater, dass er sich seit langem danach sehne, mich, seinen intelligentesten und tüchtigsten Sohn, auf dem Olymp an seiner Seite zu haben. Er überreichte mir eine Liste von Bedingungen für meinen Eintritt in das Pantheon und versprach, unverzüglich mit den Göttern über meine Aufnahme zu verhandeln. Bis dahin wird dein Geschick abermals in einem anderen Teil des Königreichs gebraucht. Ja, wir haben diese Episode erfolgreich abgeschlossen, indem wir für Poseidon, meinem Großvater, die Zitadelle errichtet haben. In der nächsten Episode gründen wir unsere letzte Kolonie, Evanistos. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.